Am Nummernschild herumbasteln oder ein kleiner Trick beim Parkschein? In dieser Folge Law & Talk nehmen wir dich mit in die Welt der Urkundenfälschung rund ums Auto. Sind Manipulationen wirklich harmlos? Wo drohen echte Strafen? Wir sprechen über interessante Fälle aus dem Alltag und besprechen 2 passende Urteile. Bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. Willkommen zu Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Ich bin Rechtsanwalt Michael Kehren und neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Igor Posikow. In der heutigen Episode geht es um die Urkundenfälschung rund ums Auto. Ja, Igor, bevor wir in die Rechtsprechung einsteigen, was versteht man unter Urkundenfälschung nach deutschem Recht? Das erkläre ich dir einmal ganz schnell. Also, Urkundenfälschung ist in Paragraph 267 StGB geregelt. Strafbar macht sich, wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde herstellt, eine echte Urkunde verfälscht oder eine unechte oder verfälschte Urkunde gebraucht. So ungefähr der Wortlaut. Ja, sehr sperrig, aber so ist das Recht. Eine Urkunde, Achtung, jetzt wird es noch juristischer und schwer verständlicher. Eine Urkunde ist eine verkörperte Gedankenerklärung, die geeignet und bestimmt ist, Beweis für eine rechtserhebliche Tatsache zu erbringen und einen Aussteller erkennen lässt. Ja, das sind so die Kerndefinitionen rund um die Urkundenfälschung. Ja, schlimmste Juristerei. Welche Rolle spielen die genannten Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit einem Kfz? Im Verkehrsbereich sind das zum Beispiel amtliche Kennzeichen, Fahrzeugscheine, Prüfplaketten oder auch Parkscheine. Sie alle verkörpern eine Erklärung, etwa, dass das Fahrzeug zum Beispiel ordnungsgemäß zugelassen ist oder dass eine Parkgebühr entrichtet wurde. Das sind alles sozusagen die Einrichtungen am Fahrzeug oder die Gegenstände, die einer Urkundenfälschung zugänglich sind. Und wie kann man sich rund ums Auto wegen Urkundenfälschung strafbar machen? Also typische Fälle sind, da werde ich jetzt niemandem irgendwas Überraschendes erzählen, zum Beispiel das Anbringen gefälschter oder falscher Kennzeichen, die nicht zum Fahrzeug gehören. Hier ist insbesondere zu beachten, dass mit dem Anbringen falscher Kennzeichen auch noch ein strafbarer Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz mit einhergehen kann, wenn das Fahrzeug selbst nicht haftpflichtversichert ist. Also nachzulesen, das Ganze auch unter Paragraphen oder unter den Paragraphen 1 und 6 Pflichtversicherungsgesetz. Ja, es ist eine Straftat, auch wenn diese Paragraphen nicht zum Strafgesetzbuch gehören. Nur schon mal am Rande angemerkt. An dieser Stelle ist auch noch dazu anzumerken, dass das Fahrzeug selbst und die amtlichen Kennzeichen eine sogenannte zusammengesetzte Urkunde sind, die durch das Anbringen falscher Kennzeichen zu einer unechten Urkunde wird. Ja, das ist vielleicht nicht ganz lebensnah für Nichtjuristen, aber so wird es tatsächlich in der Rechtsprechung gehandhabt. Ein weiterer typischer Fall ist zum Beispiel das Verändern von Fahrzeugpapieren, also den Zulassungsbescheinigungen, Teil 1 oder Teil 2 oder den Prüfplaketten. Das Manipulieren von Parkscheinen gehört auch im Wesentlichen dazu. Wichtig ist, dass nicht jede Manipulation am Auto aber gleich eine Urkundenfälschung ist. Also es kommt immer darauf an, ob der Beweiswert der Urkunde irgendwie verändert wurde oder ob eine Täuschung im Rechtsverkehr beabsichtigt war. Gibt es auch Fälle, in denen zwar manipuliert wurde, aber keine Urkundenfälschung vorliegt? Ja, tatsächlich. Also nicht jede Veränderung erfüllt natürlich den Tatbestand der Urkundenfälschung. Das zeigt auch das erste Urteil, welches wir gleich besprechen werden. Allerdings können dadurch auch häufig andere Straftatbestände verwirklicht werden. Selbst wenn es keine Urkundenfälschung ist, kann es häufig zum Beispiel Betrug sein oder ähnliches. Dazu kommen wir aber nochmal ganz spät in dieser Folge. Na, dann kommen wir zum ersten Fall. Was ist passiert? Ja, es geht um einen Beschluss des BGH aus dem Jahr 1999, nicht mehr ganz aktuell, aber immer noch interessant aus meiner Sicht. Da wollte der Angeklagte durch das Besprühen seiner amtlichen Kennzeichen mit einem reflektierenden Spray verhindern, dass sein Fahrzeug bei Geschwindigkeitskontrollen, also bei den typischen Blitzern, nicht mehr identifiziert werden kann. Das Landgericht, welches in dem Fall zuständig war, hat ihn wegen Urkundenfälschung verurteilt. Das bayerische oberste Landesgericht sah das anders und legte die Frage dem BGH dann vor. Mit der Fragestellung, ist das eine Urkundenfälschung oder nur ein Kennzeichenmissbrauch? Fragezeichen. Und? Wie hat der BGH entschieden? Ja, der BGH hat klargestellt, das Besprühen eines amtlichen Kennzeichens mit einem reflektierenden Mittel, sodass die Buchstaben und Ziffern nur bei Blitzlichtaufnahmen nicht mehr erkennbar sind, ist keine Urkundenfälschung. Denn der Beweiswert des Kennzeichens, dass das Fahrzeug unter diesem Kennzeichen zugelassen ist und so weiter, wird dadurch eben nicht verändert. Also es wird lediglich die Lesbarkeit unter ganz bestimmten Bedingungen, also wenn Blitzlicht ausgelöst wird, beeinträchtigt. Und der Erklärungsinhalt der Urkunde bleibt trotzdem gleich. Und was bedeutet das für die Praxis? Naja, solche Manipulationen können zwar als Kennzeichenmissbrauch, ist geregelt im Paragraph 22 StVG, strafbar sein, aber nicht als Urkundenfälschung. Das ist ein wichtiger Unterschied, denn die Urkundenfälschung ist eine Straftat mit einem deutlich höheren Strafrahmen. Ja, im Ergebnis sollte man aber die amtlichen Kennzeichen jedenfalls überhaupt nicht verändern oder auf irgendeine Art und Weise modifizieren, auch wenn man meint, da schlauer zu sein als die Behörden. Es ist im Wesentlichen immer alles geregelt, sodass man normalerweise nur mit einem sauberen, unverfälschten Kennzeichen sich nicht strafbar macht. Ja. An dem beschriebenen Fall kann jedenfalls aber angenommen werden, dass hier eine Kennzeichenmissbrauch vorgelegen hat und das kann natürlich auch teuer werden. Und apropos teuer, hinterlasst mal gern ein kostenloses Abo, das ist nicht so teuer, von unserem Kanal, um keine spannenden Fälle und rechtlichen Themen zu verpassen.
Der zweite Fall, den du mitgebracht hast. Worum ging es da? Was war passiert? Ja, es geht zwar in eine ganz andere Richtung, hat auch verkehrsrechtlichen Bezug, würde ich jetzt mal sagen. Da ging es darum, dass die Angeklagte das Datum auf ihrem alten Parkschein einfach überklebt hat und so den Anschein erwecken wollte, sie habe für den aktuellen Tag bezahlt. Und das OLG Köln, das ist auch ein älteres Urteil aus dem Jahr 2001, hat entschieden, dass wer das Parkzeitende auf einem Parkschein abändert, und das muss nicht nur durch Überkleben sein, das kann auch sein, dass man da irgendwie dran rumkritzelt oder sowas, und diesen Parkschein dann benutzt, begeht eine Urkundenfälschung. Der Parkschein selbst ist eine Urkunde, weil er die Erklärung zum Beispiel enthält, dass für eine bestimmte Zeit eine Parkgebühr bezahlt wurde. Durch das Überkleben des Datums oder sonstiges Verfälschen wird der Beweiswert des Parkscheins aber verfälscht. Also es entsteht dann der Eindruck, dass eine Gebühr für diesen aktuellen Tag zum Beispiel bezahlt wurde, was aber tatsächlich nicht stimmt. Leider ist mir jetzt nicht bekannt, welchen Geldbetrag die Angeklagte dort mit dieser Manipulation tatsächlich eingespart hat. Allerdings dürfte sich das im Ergebnis nicht gelohnt haben, da die Geldstrafe, selbst wenn es um kleinere Beträge bei diesem Parkschein ging, nach den allgemeinen Kriterien bemessen wird, also nach dem Einkommen der Angeklagten. Witzig. Meinst du, einer unserer Zuschauer oder Zuhörer hätte damit gerechnet, dass man sich mit der Manipulation eines Parkscheins wegen Urkundenfälschung strafbar machen kann? Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und damit zurück zum Fall mit dem Parkschein. Gab es noch weitere Vorwürfe? Ja, aber sicher. Also die Angeklagte wurde auch wegen versuchten Betrugs angeklagt. Ja, das OLG hat aber klargestellt, die Täuschung sollte lediglich dazu dienen, eine Geldbuße zu vermeiden. Also das ist im Ergebnis kein Vermögensvorteil im Sinne des Betrugstatbestandes, da die Abwehr einer Geldbuße nicht das Vermögen des Staates letztendlich betrifft, sondern ein Rechtsgut eigener Art ist. Daher lag nur Urkundenfälschung, aber kein Betrug vor. In weitere Details möchte ich jetzt nicht reingehen, weil der Betrugstatbestand äußerst komplex ist, aber ich hoffe, das ist soweit nachvollziehbar, was da gemeint ist. Ja, danke für den Einblick in die zwei ungewöhnlichen Fälle. Was ist Personen anzuraten, die mit solchen Vorwürfen konfrontiert werden? Ja, die Ratschläge sind simpel und unsere treuen Zuhörer, Zuschauer kennen die auch schon aus anderen Folgen, die strafrechtlichen Bezug haben. Generell gilt, Finger weg von jeglichen Manipulationen an Kennzeichen, Papieren oder Parkscheinen, die mit dem Fahrzeug zu tun haben. Sonst, wenn es dann doch passiert ist, bitte nicht mit der Polizei diesbezüglich sprechen oder mit dem Ordnungsamt, sondern immer von seinem Schweigerecht Gebrauch machen, wie immer. Unbedingt anwaltlichen Rat einholen oder sich direkt vertreten lassen, ist auch immer eine gute Idee. Und ansonsten kann ich nur sagen, wenn unseren Zuschauern, Zuhörern unsere Tipps gefallen haben, dann gebt doch gerne eine Bewertung und einen Daumen nach oben ab. Wenn du dich für rechtliche Fragen zu Unfällen im Straßenverkehr interessierst, dann musst du unsere letzte Folge zu dem Thema anschauen, bei dem es um einen berührungslosen Unfall mit einem Motorrad ging. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis gleich. Bis gleich.